Max Payne 1. Was gibt's großartig zu sagen? Ich erwähne mal, dass das Spiel eigentlich ausschließlich Englisch ist. Was man jetzt hier sieht, ist tatsächlich ich glaube, der ist sogar Community-made, ein Deutsch-Patch. Ich habe aber bewusst auf die Sprachausgabe verzichtet und habe jetzt einfach mal nur den Text-Only Deutsch-Patch reingenommen. Gegebenenfalls für die Leute, die vielleicht dem Englischen nicht so mächtig sind, dass sie zumindest etwas verstehen können. Das Ganze hat einige Cutscenes, die aber nicht aufgebaut sind im Sinne von richtigen Zwischensequenzen, so wie man das von modernen Spielen kennt, sondern das sind eher so Novels. Ne? Also ein paar gemalte Szenen, halt so ein bisschen Cartoon-Comic-mäßig, ja, mäßig relativ. Das Ganze hat dann halt so Sprechblasen mitunter auch und sowas. Ja, also dazu wird halt eben das Ganze halt vorgelesen, aber das bleibt dann halt eben auf Englisch. Ein Grüße, ja genau. Hallöchen, Tobi. So. Ja, was bleibt sonst zu sagen? Höchster Schwierigkeitsgrad ist mitunter deswegen interessant, weil wir eben nicht permanent auf F5 hämmern können. Das ist ein sehr altmodisches Spiel. Altmodisch in dem Sinne, dass wir hier nicht mit Checkpoints oder, naja, was heißt gar nicht mit Checkpoints arbeiten, aber kleine Zwischensequenzen triggern Checkpoints, an denen man natürlich dann entsprechend wieder startet, sollte man eben sterben. Zwischendrin, also so ich sag mal Mid-Level, gibt es allerdings keine Checkpoints im klassischen Sinne, sondern das Spiel arbeitet mit dem F5, F9 Prinzip. Das heißt, F5 ist die gute alte Taste für den Quick Save und F9 für den Quick Load. Ja, und natürlich neben der Schwierigkeit kommt bei Dead on Arrival eben eine Funktion hinzu oder eine Limitierung hinzu, nämlich bei den Quick Saves. Und zwar ist es so, dass man pro Level maximal 7 Quick Saves hat. Das heißt nicht, dass man nur 7 Mal laden kann und danach muss man von vorne beginnen, sondern man hat wirklich einfach diese Speicherpunkte, die man sich halt selber mit F5 setzt, kann man maximal 7 Mal verwenden. Man muss also wirklich überlegen, wo setze ich einen Save und wo nicht. Wenn man das erste Mal spielt, wird man relativ schnell merken, dass man eigentlich gerne nach jedem Gegner oder nach jedem Raum gerne einen Quick Save setzt, weil, naja, es kann sehr schnell gehen in diesem Spiel, ne? Ja, ansonsten Schwierigkeit ist genau wie Hardboiled im Wesentlichen. Ne? Hardboiled ist ist quasi schwieriger Schwierigkeitsgrad. Und bei Dead on Arrival kommt dann eben entsprechend die begrenzte Anzahl an Quicksaves hinzu. Okay, wir haben lang genug, denke ich, gesprochen. Alles ist soweit erklärt. Ich würde sagen, wir legen los. Investigated reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 dispatcher, verify address. It's Acer Plaza, repeat, Acer Plaza. Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. Please repeat, 10-5, all units, emergency. Officer in danger, Acer Plaza, repeat, Acer
Plaza, all units. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the Payne started. Teil 1, der amerikanische Traum. Ja, da habt ihr gerade schon diese Novels gesehen, die dann halt eben entsprechend jetzt eingedeutscht sind durch diesen Deutsch-Patch, aber eben nicht die I was still on the force back Voices. then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex. Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. Smell of freshly mowed lawns. The sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house. Front row center. So, da sind wir. Interessant übrigens gerade ganz kurz zu sehen. Unten links war ja schon die Live, also die Lebensleiste oder das Payne-Meter quasi eingeblendet. Und gerade diese Anfangssequenz, wo es schon da war, hatten wir Damage. Aber sobald wir hier stehen, haben wir es nicht mehr. What the hell? So, was hier auch immer noch ganz interessant ist, Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? ja, das kann schon mal nicht gut sein, ne? Was man relativ häufig findet, wobei bei Max Payne 1 ist noch nicht so häufig wie bei 2. Hier wird es allgemein relativ seltener. Allerdings haben wir direkt schon eine Pump-Action gefunden. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, neben der Beretta. Mit sage und schreibe 5 Schuss, aber wenn wir jetzt hier gerade in einer Wohnung sind, könnte das natürlich helfen. In Schränken sind sonst auch oftmals Painkiller hinterlegt, also eben die Sachen, womit man sich entsprechend heilen kann. Michelle! Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt Gegner kommen oder nicht. Freeze! NYPD, Okay. drop it! Come in! You're gonna die! Oh, da haben wir direkt schon ordentlich Damage kassiert. Gab es aber auch nicht sonderlich viel Spielraum zum Ausweichen hier. Was ganz interessant ist, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine Bemerkung wert, wenn jemand das Spiel tatsächlich auch mal spielen möchte. Es gibt in den Einstellungen, das hatte ich schon vorab eingestellt, und zwar in der Bewegungssteuerung gibt es in der Bullet Time, also in diesem Verlangsamen der Zeit, was man sehr häufig braucht, ist es halt so, dass die Bullet Time Kombi hier dementsprechend auf Mausbutton 2 oder halt auch auf Shift gebunden ist, und nur Bullet Time ist entsprechend gar nicht gebunden. Ja. Das, was nur Bullet Time ist, das habt ihr gerade gesehen. Das war das, was ich hier direkt verwendet habe mit meiner rechten Maustaste.
Das ist im Übrigen so jetzt auch dann die Standardbelegung von Max Payne 2. Das heißt, dort ist auf der rechten Maustaste dementsprechend die Bullet Time und auf Shift sowas hier. Ja. Das ist halt eben dieser Shoot Dodge, aber eben mit Bullet Time in Kombination. Erfahrungsgemäß spiele ich eher wenig mit dem Shoot Dodge, zumindest weil man relativ häufig getroffen wird. Please, God, no. Oftmals ist es besser, wenn man nur die Bullet Time verwendet, weil man dann halt auch eben schneller wieder in Deckung kommt, als wenn man komplett rausspringt. Ja, gut. Hier ist auf jeden Fall nichts. Boah. No, God, no, please, Michelle. Oh, baby. Ja, und damit beginnt die traurige Geschichte des Anti-Helden Max Payne. That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover, infiltrated the worst mafia family in New York. Gefühlt ist der Ladebildschirm ein bisschen verrutscht. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. Ja, so, jetzt geht's auch schon. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Auch schon los, so richtig mit dem Spiel, weil hier das Level ist jetzt natürlich schon The gate deutlich was länger. locked. Alex wouldn't have set up a meeting at a closed station. Something was off. Personal only. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Ja, sehr wahrscheinlich, würde ich mal sagen, sind hier irgendwo Gegner. Wir machen das Ding auf. Okay, Munition für die Beretta. Supposed to take care of this? Ah, Too much fun taking care of the cop up there. Oh, what's the plan? Simple. und schon ist das da hinten auf. That gets off the train. Ja. Wir gucken mal noch, ob wir was finden. No idea. Let's just wait and see. Dusche. Aber, ja, wie schon gesagt, also man findet hier tatsächlich deutlich seltener nützliche Sachen wie im zweiten Teil. Oh.
Wenn da die Bullet Time, wenn da die Munition ausgeht, ist natürlich nicht so schön. Ohne Desert Eagle direkt mal. 2 Desert Eagles. Allerdings konnte man in dem Spiel hier noch nicht dual spielen, glaube ich. Duelist ging, glaube ich, nicht. Yeah, he's dead all right. Hey, Yo, guys, hey, we're getting around. You hear me? What is this, a joke? Hey, Oh, das ist buddy, answer me. Anybody. It's a me. Hi. Da kommst du eh nicht durch. 7 Schuss Berettas ist natürlich mager. X. Grüße, Herr Kevin. Oh. Fuck. Okay. Okay, hier geht's auf jeden Fall mal runter. Wir haben wieder Pump-Action und ein paar Deagle. Ein paar Deagle-Shots. Ich glaube, auf die Train-Tracks müssen wir nicht. The security panel let out a mocking cackle. I'd need the right code. Okay. Hold it. Ich bin am Arsch, ey. Fuck. Und jetzt haben wir, ne? Jetzt genau das, jetzt ist passiert genau das. Wir haben nämlich noch keinen einzigen Save benutzt. Eieiei. Ja. Wir sind ziemlich am Arsch. Was ist das beste Spiel des Jahres? Ich habe keine Ahnung, was Max Payne damals war. Hey, who the hell? So ein paar Painkillers wären nice. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room 1 floor up. Can you take me there? Sure, sounds good. Okay, er ist der Control Room Guy. Aber wir gucken jetzt erstmal noch, ob wir hier noch irgendwas Where are you going? bekommen. Up the stairs. Oh doch, man konnte Doppel-Berettas spielen. Get to the control room. Ja, leider kenne ich den. Leider kenne ich den. Oh, Pills will hold the Painkillers. pain back for a while. There's no time to lose. We gotta get to the control room. Okay, wir haben jetzt mal endlich ein paar Painkillers gefunden. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch irgendwas ist. Wahrscheinlich aber nicht. Hitting Roscoe Bank ain't exactly keeping low profile. The riskiest heist ever, huh? But hell, the payoff makes Oder it muss man worth hier doch lang? Ich weiß es nicht mehr. Not sure. Wir gehen jetzt mal gerade mit ihm hoch. Frankly, I'm too scared to go to the control room on my own without you and your gun.
Na dann, Kumpel. Komm mal auf da. Home free. This way. Hold out. Das war eigentlich absolut klar. Ah, Painkillers. Oder? Nee, es sind einfach nur scheiß Dosen. Die da stehen. Das sind nicht mal Painkillers. Oh, da hinten ist er. Okay. Oh, das sind noch ein paar mehr. Huch. Ei, ei, ei. Autsch. Ja, Riebchen. Gut. Hier war nix, ne? Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Ich habe noch überlegt, ob ich jetzt mal doch mal einen Quicksave nehme. Ich hätte mal einen Quicksave nehmen sollen eigentlich, aber naja, was soll's. The pills will ease the pain. Was? Was? Da ist ein Painkiller drin? Hab ich das vorhin... Oh, ich habe vielleicht nur das aufgemacht und nicht das da. Hab ich noch einen Painkiller übersehen. Ah, das ist natürlich auch bitter, ne? Ja, gut. Aber genau, deswegen sollte man natürlich ab und an mal saven. Wäre schon sinnvoll. Jetzt natürlich noch nicht. Schießen. Danke. Sag mal, wie lange lebt er denn? Cringe wäre nicht saved. Naja, du hast die Erklärung zu Dead on Arrival verpasst wahrscheinlich, ne? Ich habe nicht unbegrenzt Saves. Auf dem höchsten Grad. He's dead, all right. Hey, it's me you're talking to. Ah, diesmal habe ich einen deutlich Yo, guys. Hey, we're getting around. Hey, schlechteren Bullet Time Haushalt, aber das ist eigentlich auch ziemlich egal, weil den konnte man jetzt zum Beispiel so killen, dann füllt sich das wieder auf. Der Titel ist übrigens irreführend. Wieso? So, wir haben jetzt mal einen Save benutzt. What the hell? Ich habe schon mehr geredet, also bitte. So. No way. Come on. Hey. Wir haben einfach so gut wie gar keine Munition. While looking for Alex, I had ended up in the middle of a big-time crime operation. So, ich glaube... Ja, ist eh nix. Kiss it goodbye, Kyle. Who the hell? Okay. Jetzt haben wir den Dude wieder. You saved me, man. What's going on here? A massacre.
These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room 1 floor up. Can you take me there? Sure, sounds good. Follow me. Home free. This way. Hold out! So viel nochmal zu ihm. Oh. Aua. Schwer aua. Verwirrung, wo habe ich gespeichert? Hier. Ja, genau. Dann gehen wir runter, dann machen wir die zwei, dann holen wir uns die Painkiller, nehmen wir den Typen mit, dann sind wir wieder da. Das geht. Das war ein klassischer One-Shot. You think? What the hell? Aha! Läuft gerade nicht so gut, ey. Wir überleben das zwar so, aber... Ist halt blöd, wenn man so viel Leben verliert, dann weiterzuspielen. Zumindest wenn der Safe nicht sonderlich weit weg ist. Also das heißt, es ist... Kommt der von links? I'm not sure. Ja, kommt er. Gut. Schrotflintenmann haben wir. While looking for Alex, I had ended up in the middle of a big-time crime operation. Okay. Kiss it goodbye, cop. Hey, who is... Oh, der war stabil. You saved me, man. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room 1 floor up. Can you take me there? Sure, sounds good. Follow me. Home free. This way. Look out! So, dann gönnen wir uns hier ein Safe. Get him! Au. Ja, genau deswegen, weil der Raum relativ klein ist. Den habe ich jetzt vergessen, den Kollegen da. Schön.
Oh, eine Menge Painkillers. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. Ja. Okay. Ist das jetzt der Train, der hier oben war, oder der Train, der unten war? Ne, hier oben war keiner, ne? Oder noch weiter oben. Hier unten war nämlich auch... Doch, genau, das ist der hier. Da ging es aber nicht weiter. Ich meine, losschicken tut man den auch nicht. Also ich glaube, wir mussten dann da durch. Aber hier kannst du halt nicht durch, hä? Ah, okay. So much for being subtle. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt zum Beispiel ein Kontrollpunkt ist oder nicht. Okay. Wir nehmen hier einfach ein Safe. Wahrscheinlich ist nämlich keiner. Lad doch mal nach. Schneller. Wie viel kommen denn da noch? Meine Güte. Hammert jetzt. Naja gut, ich meine, immerhin gibt es mal Munition, ne? Darfst ja fast nicht meckern. Kapitel 2. Live vom Tatort. The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down in Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was gonna find out. Ja. Hm. Did you hear something? Nah, take it easy. Okay. Payne. Okay. What the hell? Geht einfach weg. Das könnte gemein werden. Ja, genau wegen sowas.
know, yeah, spooky. But also it's like the failure count is rising. I wouldn't joke about it if I was you. Ja. Okay, ist egal. Nehmen wir. Bin ich einmal stehen geblieben. A und O. Seitwärts laufen. Tu mal einen Painkiller rein. Haben wir ja noch genug. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Wahrscheinlich nicht. So, nehmen wir ein Safe. Hold on here. Give me the detonator. What are you talking about? The detonator. Ice him. Whack the sucker. Autsch. Hey, Das war ein guter Safe. give me the detonator. What are you whack him? Ne? What the hell? Ja, das war jetzt der Grund, warum ich den Shoot Dodge eigentlich nicht so gerne benutze. Wenn noch Gegner vor dir sind und du liegst aber schon, dann passiert genau das. Okay, fellas. Gehst aus der Bullet Time raus und kriegst erstmal 1, 2 Shots ab. They're gonna be here soon. Just stick to the plan. Got our own private exit route. In and out, do your thing. Bam, bam, thank you, man. Whack! Hold it! Einer links. Einer Front. Oh boy, daneben. Oh, keine Bullet Time mehr. Ich glaube, wir haben fett kassiert. Ja, Hammer. Aua. Kann man nochmal laden. Hold on here. Gut, jetzt haben wir hier ein Safe gehabt. Das ist nicht so schlimm. Ich würde den gern direkt bekommen, dann müssen wir nicht so lange warten. Oh, also. Das war doch ziemlich gut. Okay, fellas. The police are on their way. New York's finest. They're gonna be here soon. Just stick to the plan. We've got our own private exit route. In and out. Oh, das war okay. What the hell?
Ich habe schon wieder gefressen. Ach, Mann. Wieder bei den letzten zwei, ne? So, dafür machen wir aus den zwei jetzt ein Instant. Habe ich die jetzt komplett vergessen? Okay, fellas. The police are on their way. New York's finest. Okay. Alright. Nehmen wir ein Safe. Ja, genau deswegen. Oh, ich kassiere. Das ist eine schöne Rolle, die er gemacht hat. Nice. Ach, hier, Telefon. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking, and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. Alrighty. So, wo, The bank robber's score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. So, von hier sind wir gekommen. Frage ist jetzt halt, müssen wir wieder zurück? Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Außer Painkillers. Ich glaube, hier war nichts mehr. Wahrscheinlich müssen wir wieder zurück. Und zumindest hoffe ich das, weil ich weiß nicht, was man so... Da kommen Gegner, also müssen wir zurück. Okay. Hey! Das macht man nicht.
Hey, ich hab den getroffen, nice. Okay, wir gehen mit Bullet Time hoch und so mit den Berettas. Nice. Oh. Und dafür war der Zünder, okay. Boah, ich habe das komplett vergessen, das Spiel, ne? Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Alex, I'm glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue! It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. Tja. Ah. Die Gang kommt zu Besuch. Aua. Das war nicht so nett. Scheiße. So lange habe ich nicht gespeichert. Fuck. Das war jetzt, ach Gott. Das war jetzt echt kind of bad, ne? Mist. Ich hatte gehofft, dass da auch vielleicht irgendwo ein Checkpoint wäre, weil dadurch, dass wir halt die Sequenzen hatten, aber nee, nur nicht zwischen den Leveln, ne? Eieiei. Irgendwie wollten sie mir diesmal nicht nochmal so doof reinrennen wie beim letzten Mal. Ach komm! Wo war der denn die ganze Zeit? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Die Gegner haben auch eine, ist krass. Das ist. Ja, das ist halt. Ja, komm. Das sind halt alte Spiele, ne? Da war das noch ein bisschen anders mit den Schwierigkeitsgraden. Und wenn du die dann auch noch auf schwer spielst, dann hast du halt ein bisschen Fun. Nice. So, das hatten wir schon. We come to you now live from the crime scene. Wie überspringe ich das? Ach, Escape. The bank robber's score lay on the table. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. So, haben wir wieder den Zünder. Ach ja, hier waren ja immer so viele Painkiller.
Dann werfen die diesmal keine Granate. Die werfen eine Granate. Habe ich das nicht mitbekommen, ey? Ah, ich bin echt, also, ganz ehrlich, ne? Und ich habe noch überlegt, willst du nicht saven? Aber mittlerweile habe ich den Dreh hier raus. Sagte er und kriegt einfach einen One-Shot. Oh Mann. Jetzt war der so halb in Deckung, wie so. Ich glaube, wir haben nicht mal getroffen. Jetzt haben wir getroffen. Ja, gleich vor den Treppen nehmen wir uns auf jeden Fall. Nee, Mann, jetzt. Gleich vor den Treppen nehmen wir uns auf jeden Fall ein Safe. Auch wenn das beim ersten Mal so gut funktioniert hat. Mir fehlt wieder einer. 2. Also. The bank robber's score lay on the table. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Alrighty. Ivi, Dankeschön für den 48. Für den 4. Jahr, genau. Alter, mein Deutsch. Oje, oje. Max. Ja. So. Ein Safe. Und dann gehen wir ein bisschen aggressiver rein. Ja, okay, den Damage durch die Granate jetzt war natürlich, aber es ist mir wurscht. Hold it. Max, Jesus. Ich will jetzt nicht überspringen. Shit. Alex, we're glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue. It's an armed robbery, a tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place. Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. Ja, gut, okay. Die kommen jetzt natürlich für uns. Wir machen jetzt ein Safe, weil ich keinen Bock habe, das nochmal zu gucken. Aua. Das war close. Da wären wir auch fast gestorben. Da Wind. Ja, ja, gut. Lief besser.
Okay. Lief doch gut. Leider Fehler in der Kasse. Okay. Müssen wir irgendwas freischalten? Also hier sind halt noch mehr Painkiller. Exit Control Gate, okay. Ja, well. Ich glaube, das Level ist eh vorbei, aber ja. Machen einen Save. Wenn es nicht vorbei ist, ist es nicht vorbei. Wenn es vorbei ist, ist es eh egal. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the Payne in the butt. Payne to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plan. Don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he says bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown. The door slammed shut behind me. And then I was dodging bullets like raindrops. Payne in the butt. Ha-ha! Payne to the max. Junk squad king. Got a ticket for Ja, ja, ja. A letter on the desk caught my eye. Wir wollen dich unbedingt töten. Wir sind halt absolut maxed out mit Painkillers. I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, "Vinny, you're in charge of this one," unquote. Rico Muerte's coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. Ja, das ist aber nett, dass sie uns das hinterlegen, ne? It's Payne. It's Payne. Oh fuck. Waren noch ein paar mehr. Nicht, dass es schlimm gewesen wäre.
Noch mehr Painkiller. Achso, nee, waren wir, ja stimmt, hier waren wir vorhin. In his press conference today, the mayor stated that Valkyr represents a clear danger to New York and called for drastic actions to eliminate the problem. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. The gunman has been identified as Max Payne. The noose is sure to tighten around this fugitive criminal as more NYPD units join the search to apprehend him. I had just gotten my 15 minutes of fame. Ja, da war er halt eben, ne? Wohl seine Frau ist umgebracht worden und Kind. Und natürlich war er da unten in dem in der Subway Station auch noch zur falschen Zeit am falschen Ort und jetzt ist ihm halt auch tatsächlich noch der Mord an Alex angehangen worden. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne raus, aber das hat sich zwischenzeitlich erledigt. Yeah, something's wrong with the bosses. Payne's there and they're not answering. Let's go already. Payne's gonna pay. What the hell? Mal das anders. Und zwar so. Hold it! Previously on Lords and Ladies. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. What the? Thank you, Lawrence. My lord. And now, an all-new episode of Lords and Ladies brought to you... Nicht mal in Ruhe Lords and Ladies kann man hier gucken, ey, Mann. My lady. My lord. My lady, there is a matter of great importance I must bring to your attention. My lord, there is? Indeed, my lady, there is indeed. From the very first moment we met, upon that distant forest path, there has been sunlight in the autumn leaves blazing like the colors of your hair. Oh, my lord, you should not speak so. But, my lady, I must. My lord, no. I forbid you. This cannot be. This must not be. But why, my love, why? My lord, it is too dreadful. Do not force me to speak the words. My lady, I beg of you, I must know. I would rather die than not know. Yes, my lord, we should both be dead, for this shame is too great for the living. My lord, I am your long-lost sister. Nein. Dö. Ja, wunderschön. Mehr Painkiller. VA junkies could go off without a warning. I had to be careful. It's coming. There he is! Ich glaube nur auf der linken Seite. Fuck. Oh. Da. Das war jetzt ein bisschen fies. Naja. Nehmen wir den mit. Haben wir jetzt halt mal ein bisschen live verloren, ist nicht so weiter schlimm. Eieiei.
piece of crap. Oh, careful. Können uns ein Safe Game. Auch wenn ich nicht glaube, das war ja die ein Rauch. Ups, da. Oh, noch mehr. Wow. Siehst du? Ja, okay. War vielleicht ein bisschen Optimistik. Ach komm, das gibt's doch gar nicht. So. Er trifft nicht. Jedes Mal, das gibt's doch nicht. Ich denke mir immer wieder, ja, ich denke mir immer wieder so von wegen, jetzt brauchst du keine Bullet Time mehr, aber der braucht doch nur noch einen Schuss, weißt du? Ja, genau wie der jetzt. Jetzt trifft er mich. Wie habe ich den denn verfehlt? Oh mein Gott. Junge. Eine Cola bitte, danke. Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyrie took a turn for the worse, as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound the city. Wir waren's aber nicht. Immer auf uns, ne? Immer auf uns. Okay, cooles Bett. This party had been dead for a while. I couldn't say I was sorry I'd missed the show. Okay. Sieht nicht aus wie ein Gegner. Oh je, okay. Alright, okay. Da ist ja noch einer. Das. I'd found Muerte's room. Oh, fuck. Das war, close, Alter. Der hatte ja eine Falle. Oh Mann. Ah, der hab ich getroffen, aber ist egal. Wir gönnen uns einen Painkiller. Das sieht so aus, als könnte man da runter. Muerte had received a letter. Fies. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The
Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Ja, ja. Oh, neuer Painkiller. So. Weiß ich nicht, gönnen wir uns einen Safe? Ich denke, wir gönnen uns einen Safe. Oh, das war eine gute Entscheidung. Shit, boy. Das war eine gute Entscheidung. Dude, ey. Told you. God damn. I thought it was a bomb for sure. Nah, the Russian wouldn't dare. This has been waiting to happen. Ich wollte gerade sagen, ich meine, da war noch einer. The hooker had left her diary on the table. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent to the latest One-Eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. Ja. So, hier war sonst wahrscheinlich nichts drin, nehme ich mal an. Wow. Alright. Mit einer Kamera. Auf dem... Das ist... Hier, Schlingel. Ja. So, dann sind wir hier auf der anderen Seite. Okay. Kapitel 4. Die Blutbahnen New Yorks. The old service elevator rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel.
Der lebt doch. A winter storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed, and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for 3 days now, with no end in sight. We'd been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. Ja, ja, der Schnee ist auf unserer Seite. Moment. Hier lang, ne? Right. Das war unangenehm. Ja, ein bisschen Damage genommen, nehmen wir 2 Painkiller. Nu. Also hier kommen wir ja wohl nicht durch. Da ist abgeschlossen. Müssen wir jetzt wieder zurückgehen oder was? Glaube ich nicht. Was sehe ich denn? Was übersehe ich denn? Na gut, wir können die kaputt schießen. Vielleicht übersehen wir auch einfach nur das. Ja. Ah, hey, ne? Stirbt er? Irgendwie wollte er nicht. So, dann gönnen wir uns ein Safe. Und... Exhibit number 1, a newspaper. Vielleicht brauchen wir auch kein Safe, aber... A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. But a 6-pack of root beer gets me every time. The murder weapon was a baseball bat, now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a Captain Baseball Bat Boy comic strip. Der gute Captain Baseball Bat Boy. So. Ein bisschen Schrot für Munition. Ich denke mal hier. Ach, jetzt ist das auch auf. Wow, okay, die geht von einer Seite auf. Jetzt müssen wir also wieder von hier laufen. Fantastisch. Ah, okay. Wir hatten ja hier ein Safe. Also. Exhibit number 1. A dead man tied to... Ja, warte mal. A dead man. Also. A newspaper. Take vampire movies. Why are they always set in LA or Mexico? They can't even get a tan. If I was a bloodsucker, I'd move to the North Pole. Ice! So, hier finden wir die 2 fehlenden Painkiller wieder. Oh, hoppla. Und noch ein Schlingel. Chill with the guns. Trust me, you don't want to piss Muerte off. Gentlemen, let's do business. Green for green. Cheers and green-eyed angels. Amen. Einfach mal reinplatzen. Oh fuck.
Das ist ein bisschen belastend jetzt. Wir werfen eine Granate, okay? Einen auf ganz frech machen. Wie übel. Nice, Bro. Das war ja wild. Schöner Flug. There was a key on the table. Den nehmen wir mit. Und ich glaube, mehr ist hier nicht. Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. But no. They sit down in front of a TV and solve their differences with a kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? Rico Muerte, big-time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. Okay. Do something. Gönnen wir uns ein Safe? Ja, wir gönnen uns ein Safe. Bevor ich da reinrenne. Ne, das ist sie. Ach so, die schießt aber auch. Okay, okay. Oh, das war gemein. Gut, das war ein schöner Save. Das war jetzt echt gemein. Aber wenn du lange noch wartest, offensichtlich, kannst du... Dann kommen die rein. Wie viel hält denn die? It's Payne. Wie die alle noch ins gleiche Feuer rennen, das ist richtig geil. Oh Mann. Ja, schön. Ist der Dulli da jetzt auch reingerannt oder ist es jetzt nur noch sie? Das war ja witzig. Oh well. Ach mal. Das ist ja wohl ein Witz. Habe ich natürlich die auch noch mal am Start, aber ja, egal.
Das ist so funny. Oh Mann. Da brauchst du doch nicht mal einen Painkiller. Hallo, lässt du einfach alle in einen Molly laufen. Ah, jetzt habe ich ein bisschen gefressen, aber ist egal. Er lebt halt immer noch. Belastend. Oh, ich kassiere ein bisschen. Wie viel wollen sie aushalten? Ja. Okay. Meine Güte. Endlich kommen die mal wieder näher. Okay. Sind wir halt mal nicht maxed out. The intake switchboard was still in use. Ja, hier sind schon wieder zwei neue. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area. The kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines. The blood veins of New York. Right now there was a different set of moans and groans going on. Boss, Corneli, this is Max Payne. He came, started capping us. He killed him. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Ja, Winnie die. Winnie die Sau. So, okay. Gönnen wir noch ein Safe? Aha. Das war bei uns bedrohlicher, als es aussieht. Okay. Also ich meine, hier waren wir ja schon. Aber jetzt ist der Exit offen. Wenn wir den Schalter nochmal drücken. Ich
Kapitel 5. Lasst die Waffen sprechen. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Vodka. Unfälle passieren und vor allem halt auch solche. The bomb exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. So, da sind wir wieder. Geht's dir etwas besser? Ja, also ich bin nicht mehr ansteckend und sowas. Man merkt es halt immer mal noch an der Stimme. Die ist noch nicht so zu 100% back. Ab und an ein klein bisschen Husten, aber ansonsten geht's von selber. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was finden können. Oh ja, okay, ist einfach Ende. Oh, hier ist noch ein Van. Den kann man immer aufmachen, da ist immer was drin. Noch ein Schrotflinten und die brauchen wir nicht. Und Telefone. Ah, hier geht's auch rein. Hi, na? Oh, wir haben Ingrams. Die gefallen mir. Der Meinung, da war noch einer. Mhm. Boah, schön viel Mollys und so. Und hier kommen wir also auch rein. Ich glaube, die wollen uns nichts. The whole building was rigged with explosives. Das ist jetzt irgendwie... Richtig, Raimi, du hast es erfasst. War das eine Falle? Müssen wir laden? War das vielleicht... Ich weiß nicht. Ja, hier kann man nichts. Ja, wir machen das nochmal. Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover.
Das Ding entfällt sich wie eine Rakete halt einfach. Du kannst halt auch rein. Und das mit Max Payne war, okay. Hier kannst du halt nicht viel machen. Das mit Max Payne war eine Idee, die mir kam, während ich flach gelegen habe, tatsächlich. The headlines were a depressing read. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. Ich glaube, das habe ich gerade gar nicht verwendet, ne? Ich hatte tatsächlich ein Let's Play gesehen durch Zufall von Max Payne Ende 1 und Teil 2. Und es hat mich so hart getriggert. Auch weil das einfach so unfassbar nicht gut gespielt war, dass ich es einfach selber nochmal spielen wollte. Ich meine, es ist ja, das zählt zu meinen All-Time-Favorites, muss man fairerweise dazu sagen. Eher der zweite Teil, aber der erste, ja, den habe ich jetzt, den wollte ich auch nochmal mitnehmen. Okay. So, hier war ja nichts, ne? Ich glaube, hier hatten wir eh nichts gefunden. Die haben hier ein bisschen... Jetzt macht's gleich eh Peng Peng. Genau. Jetzt machen wir das. The building was rigged with explosives. Sag mal, auf welches habe ich geschossen? Ah. Mit dem Rocket Launcher da, ey. Ich glaube, ich habe mein Delay-Problem gelöst. Und? Was war's? Aber nee, es ist tatsächlich so, also... eigentlich habe ich noch die ganzen Spiele vorzuspielen, keine Ahnung, am Ende spiele ich was anderes. Ja. Aber Max Payne ist aber auch geil, Mann. Oh, das tat weh. Was? Okay, unlucky. Oder besser gesagt. Doof, dass ich den nicht gecheckt habe. So, hier ist noch ein Painkiller, weil ein weniger. Okay, gönnen wir uns ein Save. Beretta-Moni ist ein bisschen schlecht, die Eagle genauso. Ingrams, na. Müssten eigentlich ein bisschen Schrotflinte spielen. Erstmal ein Telefon. A beaten up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic-depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head.
Ja, ich glaube, dem können wir nicht entsprechen. Es tut uns leid. Schön. Das Problem ist wohl bekannt bei der XR1. Die einfachste Lösung war nochmal zusätzlich eine zusätzliche Soundquelle aus der Capture Card zu ziehen. Wie eine zusätzliche Soundquelle. Wie darf man sich das denn vorstellen? Ich denke mal, hier ist nichts. Someone had left a letter on the counter. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gognitti was his usual self. All talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you could count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. Oh oh. Muss ich die Cops töten? Ich glaube nicht. Aber irgendwo muss ich hin. A locked door barred my way. I needed a key. Needed a key? Ja, toll. Danke. Echt nicht drauf gekommen. Ach, eine neue Soundquelle erstellen mit der... Ach so. Und das funktioniert dann? Das ist ja komisch. Mein Schlüssel. Muss los. Oh, Alter. Are you kidding me, dude? Wann haben wir uns eigentlich einen Safe gegönnt, ey? I don't know. Oh, fuck. Wir sind ziemlich am Arsch. Kommen wir in den Painkillers, fuck it. Okay, wir machen weiter. Kein Load. Ich hab gemisst. Fuck. Okay. Ja, nehmen wir einen Safe. Mhm. Okay. 3 Granaten, schön. Und neue Painkillers. Ach ja, dann geht's uns ja doch wieder ganz gut. Wenn wir nicht gerade gewone-shottet worden wären. Ups. Oh well. Ja, das geht in dem Spiel mal ganz schnell auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Da passt du einmal nicht auf und dann bist du halt One-Shot oder so. Wir haben nicht genug Muni dafür. Aber wir könnten gut Ingrams spielen. Semi-gut zumindest. Oh boy.
Nice. That was a good one. Ein Safe. Ja, okay. Kapitel 6. Angst, Twilight, Flügel. Wir nutzen actually echt sogar, also wir könnten weniger sparsam mit den Safes umgehen. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. Wir könnten echt weniger sparsam mit den Safes umgehen. Bisher haben wir immer 3-4 Stück übrig gehabt. Sind das Gegner? Nee. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Pizza delivery. Never seen you before. Pizza delivery. Komm hier rein, ich bin Pizzabote. Die haben neuerdings immer Schrotflinten dabei. Das ist normal. Ist das hier nix? Nö. Wir pfeifen hier so rum. Munition für Schrotze. Ein Safe. Oh. Wenn der so offensiv hinterherkommt, können wir keine Granaten werfen. Dann machen wir es halt so. Oh, das ist auch ein Feind. Ach so, das sind die... Ja gut, die können durchdrehen und dann können sie auch angreifen, ja. Ist okay. Wie man hört. Alright, okay. Ich glaube nicht. No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay. Okay. Wo soll er uns reinbringen? Wie Sie sehen, geht's bergab. So, mit dem wieder runter, ha? Ach ja, hier. Wo uns nicht reinlassen wollte. Let me in quick. Not so fast. The password. John Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a trap. It's Payne. There he is. It's Payne. Okay.
Hello there. Hey. Nicht so frech schießen hier. Unerhört. Error. Blödes Ding. Ja, ich denke mal, wir dürfen dann jetzt hier Aufzug fahren. Gucken wir uns Werbung. New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyr-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the listed casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Ja, Ivy, das tun sie wahrscheinlich. So. So. Oh, eine neue Folge. Address Unknown. Okay. Gemeiner One-Shot. Kommt der nicht raus, wenn du das machst? Ah, doch. New York City is in... Okay. Dann, nee, warte, von hier kamen wir doch. Alter, ich treffe nicht. The flamingo speaks. You can speak here. It says, "Mirrors are more fun than television." That's mirrors are more fun than television. Somehow I know this. Just don't ask me how. And I, not me, but my double, nods and smirks at this like it was the funniest thing in the world. And then something goes wrong, and suddenly they know I'm there, hiding behind them, and they both turn to look at me with cold eyes. And the flamingo speaks again. I have no idea. Ihr habt übrigens für Max Payne 2 kann ich euch die Wahl lassen zwischen der englischen und der deutschen Version. In Max Payne 2 gibt es tatsächlich eine offizielle deutsche Version, sogar mit Synchro. Die Synchro ist gut, tatsächlich, also die ist nicht schlecht. Auch wenn das Englische immer noch ein bisschen dunkler und authentischer rüberkommt, aber es ist tatsächlich keine schlechte Synchro. Nur die eine oder andere Übersetzung ist ein bisschen fragwürdig.
Aber das hat man ja immer. Also wenn wir mit 1 durch sind und dann zu 2 kommen, wie gesagt, können wir gerne Deutsch oder Englisch spielen, wie ihr das möchtet. Wer da eine Präferenz hat. Ja, mach raus damit. Bumm, kaputt. Hier ist wahrscheinlich auch zu, nehme ich an. Die sind und nicht unten, I guess. Wo kommen die denn jetzt gerade her? Oh, Alter. Now I know. Okay. Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fat! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squat on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! Oh my God! Oh God, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Gagnetti bailed. I made like Chow Yun Fat. Okay. Ach du Scheiße, ich habe Granate in der Hand. Fuck. Ja, okay. Was willst du machen? Das ist zwar unlucky jetzt, dass der uns halt da rein versetzt hat. Ne? Da hätten wir eher die Ingrams gebraucht gerade. Bam. Irgendwie habe ich die schon wieder verdrängt gerade. Na egal. War ja jetzt auch nicht so sonderlich schwierig. Okay. Das war dann wohl ein Draw. Hier war das. Einmal saven. Habe ich die, nicht die Ingrams in der Hand. Naja, whatever.
perfekten Waffen dafür. A crumpled letter lay on Gagniti's desk. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gagniti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. Och was. Psychopathen gibt's hier keine in dem Spiel. Vinny Gagniti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gagniti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Warte mal, war das hier? Wenn ich hier... Ne, hier laufe ich doch gerade wieder zurück, ne? Kann man doch mal her. Oder ist der wirklich da lang gelaufen? Ah, hier. Wie er den nicht treffen kann, ne? Gagniti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. Ich bin mir nicht sicher. Nee, so funktioniert's nicht. Oh. Er sagt ja, er muss ihm folgen, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf den... Ich komme auf den Zug nicht drauf, deswegen... Hoffe ich gerade nicht. Kann ich noch höher? Nee. Geht auch nicht. Ich bin der Meinung, das reicht generell nicht. Außer ich brauche irgendeinen Punkt, wo ich halt trigger. Ah, okay. Von da aus fallen lassen geht dann. Kapitel 7. Brutale Polizeimethoden. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background, the wail of sirens. The city howling after me. New York sped by and fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gagniti made his move. Klar, kein Problem für ihn. Für uns auch nicht.
Also dafür, dass er angeschlossen ist, ist der echt noch ziemlich agil, der Boy, ne? Ich meine ja nur. Wir sollten vielleicht nicht so viel Ingrams wasten. Wow, close one. It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, awesome. You got it. Okay. Okay, die kommen mit Ingrams. Das können wir auch, meine Freunde. Nice. Wann hatten wir einen Quicksave? Wir machen einen Quicksave. Wir hatten noch gar keinen Quicksave. Er hat auf jeden Fall äußerst freundliche Gesichtsauszüge, der Kerl. Oh. Huch. Wie kommen wir da hoch? Er trifft... Alter, er macht mich fertig. Was ist denn los? Okay. Nicht so wichtig. Jetzt ist halt die Frage, wie man da drauf kommt. Ich weiß nicht, ob das intended ist. Ich glaube nicht, dass das intended ist, aber es sieht aus, als funktioniert das. Fuck. Wenn man springt. Achso, vielleicht müsste man auch einfach hier runter. Maybe. Nee, da kommen wir nur wieder hoch. Das hilft nicht. Toll. Hey, aber das sind Painkillers. Das ist doch auch schön. Und dafür, dass das Spiel 20 Jahre alt ist, ist das Spiel grafisch und gameplay-technisch relativ gut. Ich habe ein bisschen nachgeholfen. Es ist kein Grafik-Mod, aber ich habe einige Nvidia-Sachen konfiguriert. Zum Beispiel, also normalerweise würdest du hier auch deutlichere Kanten sehen und so. Wir haben ein 16-faches anisotropisches Filtering.
Wir haben ein 8-faches Anti-Aliasing. Das kommt alles durch den Grafiktreiber. Das ist eigentlich nicht im Spiel. Aber natürlich sind die Texturen nicht verändert, so dass die, ja klar, ne, also die sehen aus, wie sie aussehen. Beziehungsweise, stimmt das? Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, es ist auch also das Spiel braucht einen Fix, um auf Windows 10 und 11 laufen zu können, ja. Und ich glaube, da ist auch ein HD-Patch bei. Also ich würde nicht 100% behaupten, dass das Spiel so ausgesehen hat damals, aber relativ nah dran, ne? Im Wesentlichen der Grafikstil, wie das ausgesehen hat, ist ja schon noch enthalten. Ach so. Aua! Ich glaube, es hackt jetzt, aber warte mal, wir laden nochmal neu. Wo sind wir denn jetzt? Achso, hier hatten wir gespeichert. Ja, okay. So wie alle älteren Spiele. Ja, das Spiel ist, läuft standardmäßig auf DirectX 8. Das macht... DirectX 8 macht, ein paar Problemchen, sagen wir es mal so. Ja, kennen wir schon, komm. Ach ja, man kann es ja nicht überspringen. Ich glaube, der ist mein größeres Problem gerade. Danke. Okay, das war diesmal nice. Oh, come on. Come on, please. Aber ja, es ist, gameplay-technisch war es halt einfach damals schon absolut geil und, ich kann da nicht springen irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Ordner ich damals für Gothic 2 entpackt habe, damit es halbwegs läuft. Bei Max Payne hat die Community das gemacht. Es gibt ein ultimatives Packfix, wie auch immer. Und da ist alles drin für Max Payne 1. Max Payne 2 übrigens läuft sogar ohne Fixes. Hat mich sehr erstaunt. Ach so, und wichtig ist, man muss das Spiel frame limiten. Ich habe im Nvidia-Treiber Frame Limit drin auf 60 FPS, weil wenn du das Spiel schneller als 60 FPS ablaufen lässt, dann glitscht der Sound. Dann hören sich alle Waffen nur noch total verkratzt an und so. Ach ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder, was das Problem war gerade hier. Dass der da rumgeschossen hat. Bin ich aber immer noch nicht weiter. Können wir den rufen? Ach, wir können den rufen. Na gut. So, dann gönnen wir uns auch dafür direkt nochmal ein Save. Ich habe am Anfang die Erklärung zwar schon gemacht, aber ich mache es jetzt einfach nochmal, falls jemand dazu gekommen ist. Grundlegend, wir spielen auf Dead on Arrival. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad von sowohl Max Payne 1 als auch Max Payne 2. Der höchste Schwierigkeitsgrad ist theoretisch auch schon Hardboiled. Hardboiled ist dann einfach, die Gegner sind schwerer, es gibt weniger Munition, das ist ein bisschen mehr limitiert und sowas. Und die treffen halt auch deutlich besser. Ne? Man sieht das manchmal, dass wir plötzlich so One-Shots kassieren, dann haben die gerade mit der Schrotflinte halt einfach mal richtig gut getroffen, leider in dem Moment. Und was bei Dead on Arrival eben entsprechend dazu kommt, ist eine Safe-Game-Limitierung. Normalerweise, wenn man das Spiel spielt, kann man einfach F5
eigentlich spammen, von mir aus nach jedem Fight, nach jedem Raum F5 und dann halt einfach, wenn der nächste Raum kacke war, drückt man halt F9, Quick Load und macht den Raum halt nochmal, ne? Und dadurch entsteht halt eigentlich keinerlei... What the fuck? Was passiert hier? Ich nehme Granaten nach mir, das ist nicht gut. Kommst lau, ich sag mal ganz schnell los, du. Haben wir nochmal 2 Painkillers. Boah, wir haben schon wieder Schaden genommen. Das tut weh jetzt. Wir verlieren viele Painkiller gerade. Könnten auch nochmal laden. Ich habe ja jetzt hier einen Safe verwendet in dem Aufzug. Ja, und bei Dead on Arrival kommt dazu, abgesehen davon, dass die Gegner halt schwer sind, dass die Safe Games dementsprechend limitiert sind auf 7 Safe Games pro Level. Oh, Junge. Ich muss hier ganz dringend weg. Ach. Genau deshalb. Weil die mit Granaten werfen. So, wahrscheinlich werden wir jetzt nicht drum rumkommen, dass wir ein bisschen Schaden nehmen. Der hat eine Ingram. Ja. Wie ich gesagt habe. Aber wir haben hier nochmal Painkiller gefunden. Also eigentlich ist es all good. Weil es war jetzt so wichtig, dass wir schnell sind, dass wir durch die Granate eben nicht so viel Schaden nehmen. Oh ja, okay. Das ist natürlich ganz schlecht. Okay. Ich dachte, wir können ein Glas durch die Granate bricken, aber wir können das Glas nicht durch die Granate bricken. In jedem anderen Spiel wirfst du eine Granate auf irgendwas drauf und das Ding zerspringt. In diesem hier nicht. Wir nehmen jetzt ein bisschen die D-Zug-Variante und wählen die Ingrams. Wir sind trotzdem schlechter weggekommen. Wir haben viel zu viel Damage genommen. Ja, und das war nice. So, hier setzen wir ein Safe. Haben wir noch 4. Ist halt schade, dass wir erst schießen müssen, weil... Na gut. Ist hier noch irgendwas? Nö, oder? Nö, war nichts mehr. Okay. Wie ist es? Ja gut, wir haben relativ viel Ingram Ammo. Müssen wir eigentlich gar nicht so viel saven. Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD with no further comment at this time.
Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. Ja. Painkillers. So viel brauchen wir gar nicht. Naja, was sonst. Sind wir jetzt am Ende doch zu gut durchgekommen. Oh. Ups. Naja, wir haben da oben gesaved. Es ist okay. Ist der eine jetzt abgehauen oder was? Alter, habe ich jetzt gepennt. Oh Mann. Naja, egal. Max Payne. Brauchen wir halt diesmal alle Painkiller. Ihr Penner, ehrlich. Jetzt treffe ich die wieder nicht, oder was? Ich glaube, es hakte. Diesmal dachte er sich, er wirft eine Granate. So, diesmal gönnen wir uns einen Safe. Nur so für den Fall der Fälle. Weiß auch nicht, wie ich drauf kommen könnte. Jetzt wirft er keine Granate oder was? Ah, ja. Die sieht sogar sehr, die sieht getriggert aus. Wieso war das eigentlich klar? Das sind getriggerte Granaten, das sind ja noch nicht mal Gegner. Geil, oder? Komm, Trigger. Danke. Alter, die hat er mir jetzt aber gegeben, ne?
Oh, Mann. Gönnen wir uns noch ein Save, ey. Ich denke mal, das wird schon irgendwie reichen. Gut, da steht ein Gegner, theoretisch. Irgendwie. Open, goddammit! Payne! I'll kill you, you lousy freaking... Ja, okay, er ist ein bisschen pissig. Er will... Ja, klar. Natürlich will er nicht kommen. Wieso Superman da runter, Alter? Au. Ah, 2 Painkillers. Aua. Aua. Er lebt halt auch noch. Vinny, du bist anstrengend. Gagniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! Bad start, Vinny. Ah! Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood? Just keep telling yourself that. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me, take me, hold me to the freaking jail, just don't hurt me. Your rights will be ready at your funeral. Das war wieder so ein verschobenes Bildchen. Kommt das durch den Schwierigkeitsgrad des Gegners viel aushalten? Ich bin mir nicht sicher. A den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of a nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop-killer bullet through the heart. Like father, like son. Just like Jack Lupino. Ich bin mir nicht sicher, ob die einfach nur erhöhten Schaden machen ab Hardboiled oder ob die tatsächlich auch mehr aushalten. Es ist, was man wissen muss, es ist so, im Max Payne 1 gibt es 3 Schwierigkeitsgrade, wie auch im Max Payne 2, die unterscheiden sich eigentlich nur vom Namen her.
In Max Payne 1 gibt es so, der erste ist der Fugitive, ne? Also der quasi Flüchtige, weil wir kriegen ja die Story mit. Wir sind ja, ne, klar, waren bei der DEA, wir waren bei dem NYPD, aber im Moment wird uns ja der Mord an dem Alex angehangen vom DEA. Und deswegen sind wir im Moment halt Fugitive. So heißt normalerweise der Standard-Schwierigkeitsgrad halt auch Fugitive und dann kommt eben Hardboiled und dann kommt eben Dead on Arrival. Bei Max Payne 2 ist es ähnlich, da heißt es Detective, dann kommt Hardboiled und dann kommt Dead on Arrival. Und Fugitive in Max Payne 1 und Detective in Max Payne 2 sind dynamische Schwierigkeitsgrade. Das ist das Interessante daran. Das heißt, das Spiel wird im Standard, also sobald du auf Hardboiled oder Dead on Arrival spielst, sind die Gegner always highest difficulty, no matter what. Aber spielst du Detective bzw. Fugitive, ist es ein dynamischer Schwierigkeitsgrad. Das heißt, das Spiel wird darauf reagieren, wie gut du bist. Läufst du da durch und machst easy peasy die Massaker, musst nie neu laden und so weiter und so fort. Stirbst nicht, nimmst nicht viel Schaden generell, dann wird das Spiel schwerer werden. Und es kann auch auf Fugitive bzw. Detective so schwer werden, wie es auf Hardboiled ist, wenn du dich entsprechend gut anstellst. Also es kann vom Schwierigkeitsgrad her wachsen. Wenn du halt eher schlecht spielst, viele Probleme hast, oft neu laden musst, viele Painkillers brauchst, immer relativ wenig Painkiller hast und so weiter und so fort, also generell mehr Schaden nimmst und dich ein bisschen schwer anstellst, dann werden diese Schwierigkeitsgrade eben einfacher. Also so einen richtigen Easy-Mode gibt es nicht. Deswegen ist so gesehen, wenn du das Spiel spielst, auf ganz normalem Schwierigkeitsgrad, also Standard, Fugitive bzw. Detective, ist das Spiel nicht einfach, sondern es ist immer noch, es ist auch auf dem Schwierigkeitsgrad eigentlich bockschwer. Ich habe jetzt auch einige Fails dabei, klar. Bei mir sieht das Spiel jetzt vergleichsweise eigentlich ziemlich easy aus, aber das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich das Spiel halt bei weitem nicht zum ersten Mal spiele. Ich weiß noch gar nicht, wie es hier lang ging. Wo kommen wir hier weiter? Muss ich irgendwo ein Knöpfchen drücken oder so? Nicht? Ach ja. Hä? Alter! Hat der mich erschrocken, Junge! Fuck! Ich habe das gar nicht gerafft gerade, ey, dass dann das da aufgegangen ist. Ich dachte, dann geht die Tür da auf. Jetzt höre ich ihn pfeifen, gerade höre ich ihn nicht pfeifen. Was ist denn das? Wie mies. Da fehlt mir echt, The book had never been a bestseller. Ja, wie sagt man sonst, Map Knowledge, ne? Da fehlt mir jetzt echt so ein bisschen die Erinnerung an das Game. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Ein kleines Büchlein. Also wir haben ziemlich viel Munition, zumindest mal für Pump Action ist voll. Dual Berettas sind nicht voll.
Aua. Oh Mann. Whack the sucker! Läuft gerade nicht so gut. Also. The book had never been a bestseller. There he is! Erstaunlich, dass das so gut funktioniert hat auf die Distance mit der Schrotflinte. Okay. Au! Das ist jetzt ziemlich abgefuckt. Okay, vor dem Raum machen wir einen Safe. The book had never been a bestseller. Gucken noch, dass wir die wegbekommen. Okay. Gut. Einzige Problem, was wir jetzt ein bisschen haben, ist, dass wir etwas low on Bullet Time sind, aber wird schon gehen. Oben. Spielen wir die Igel. Oh, haben wir wieder Schaden genommen. Hat er gut getroffen. Ja, das ist halt das Blöde mit einem Turnaround. Wenn man offen steht. Gehen wir lieber von Säule zu Säule hier. Ist besser. Den haben wir schon erwischt. Ah, aber das können wir continuen. Das ist okay. Schaden ist noch nicht so schlimm. 3 Painkillers, okay. Wir sollten ein bisschen... ein bisschen Bullet Time sparen eigentlich. Yeah. Okay. War ein Painkiller dabei, das ist schön. Da würde ich sagen, machen wir ein Safe. Haben wir jetzt schon einiges wieder geschafft hier. Books on the occult had been piled on the table. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal.
lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. Okay. Und sonst ist hier nichts, oder wie? Komm auf jeden Fall mal nicht durch. Okay, jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Hier schießt auf jeden Fall noch was. Ah, da oben. Aber mehr als Munition scheint hier nicht mehr rumzuliegen. Übersehen wir was? Ah, wir können E drücken und dann geht's auf. Okay. Wie lange hat er da gewartet? Schlawiner. Machen wir ein Safe. Laden wir ein Safe. Ach, wow, wirklich? Direkt um die Ecke. Unter anderem. Also du kannst dich bei den Dual-Berettas echt nicht beklagen, ne, was den Damage angeht. Eigentlich immer zuverlässig. Ja, geil. Feuerwerk. Mhm. Er trifft mich natürlich. Egal. Will mich verarschen? Hilfe. 2 Painkillers rein, 3 haben wir noch, ist okay. Autsch. Soll ich gerade schon wieder einen Painkiller einwerfen?
Munition Ingram voll. Oh wow. Achso, da geht's weiter. Oh, wow. Safe? Ein Safe? Ja, ein Safe. Wisst nicht, was dagegen spricht. Wow, war ein guter Safe. Alter, hat der mir ins Face gegeben, ey. Das war eine gute Entscheidung. Na komm, Trigger. Danke. Blöd, Mann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ein Safe. Ja. Das ist eine gute Idee. Ein Safe. Nur für den Fall der Fälle, dass wir hier gleich einen Adler machen. Was nicht passiert ist. Was aber hier auch passieren könnte. Eieiei. Ein wildes Geplänkel. Oh, nice. Gut getroffen. Nehmen noch einen Painkiller. Nicht? Nö. Wo wollen wir hin? Wir kamen doch gerade von da. Das macht ja mal gar keinen Sinn, jetzt hier zurückzugehen, oder? Wir kamen hier rein, da war ein Gegner drin, oder? Achso, das wäre so ein tolles Knöpfchen, Entschuldigung. It's Payne. Ja, it's a lot of pain for you. Okay, safe. Eine Speicherung noch. Das war jetzt so ein bisschen, naja, der Safe war. Oh. Was geht denn hier schon wieder ab? Neue Painkiller. Stage Control. Ah, alles klar. Okay, dann brennen wir mal ein Feuerwerk ab, wa? Freunde. Ich frage mich gerade, ob das ein... Brauchen wir eine bestimmte... Okay, ja, okay. Ich denke mal, wir müssen da durch. Also müssen wir mal gucken, wie die Dinge einzustellen sind. Das geht hoch. Das fährt sich raus. Das Aiming ist ein bisschen kacke davon. Jetzt ist nur noch das eine da. Nee.
Kommen wir da jetzt schon durch? Kommen wir doch dann, glaube ich, schon durch, ne? Aua! Scheiße, Mann. Ach, egal, komm, wir machen es echt nochmal. Müssen wir halt ja da nochmal runter und dann nochmal das Theater beenden. Oh, boah! Alter, das war voll ins Face. Wir haben halt nur noch einen Save, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann und wo ich den setzen soll. Ja, okay. Tut halt weh. Haben wir, glaube ich, Damage genommen, oder? Ja, haben wir. Hey, Mann! Ich denke mal nicht, dass es so viel bringt, aber ich dachte mir mal, ich versuche mit dem Feuerwerk gegen die zu feuern, einfach nur so aus Jux. Okay. Oh shit, here we go again. Ich glaube, der war oben, ich glaube, der war unten, ich glaube, der war oben, ich glaube, der war unten, I don't know. Yep. Nee, stimmt nicht. Mist. Du Penner! Er macht mich halt fertig! Oh mein Gott. Alter, wie blöd war das denn? Der eine hat... Wow.
Glaubst du, ich habe mir das gemerkt? Natürlich nicht. Machen wir so. Blöd, Mann. Kapitel 9. Ein Reich des Bösen. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Ja. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela! Blood given to you all. He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast, the big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. Ja. The flesh of fallen angels, come to me all. Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Hela. Blood to you all. Ein bisschen gaga. Secret, living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. I'm the wolf, yeah. I am the wolf. It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. Yo, it's now. Ja, aua, Mann. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Jetzt sind natürlich die Sachen, die wir nochmal... Lupino's notes covered the table. Vielleicht sollten wir da oben einfach ein Safe setzen. Ich denke, das ist kein Problem. The flesh of fallen angels,
Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Secret. Living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. Ja, au, richtig, au. Oh, what? Oh, wow, okay, well. Also Ingrams ist zwar schön, aber in dem Fall bevorzuge ich sie gerade irgendwie tatsächlich nicht, weil die teilweise auch von ein bisschen entfernt eben sind. Da sind die Berettas eigentlich ganz schick. Ich krieg schon wieder was ab, ich sehe sie nicht. Ah, da oben. Oh, das ist... Das ist schwierig zu verstecken da. Boah. Ich bin halt almost dead. Zehn Schuss Diegel. Ja gut, 5 Painkiller haben wir noch. Dude, what's this question? Do you want to troll or something? I mean, come on. What about jumping? Please speak English. It's a German stream, dude. Should have noticed. Oh, schießt nach da oben ist er. Oh boy. Ouch.
You mean the that bullet time combo? The thing with the side jump is that you are vulnerable afterwards, which is the reason I kind of don't buy it. Like, I kind of dislike it. No, it is possible, but you have the problem is if you do this like a side jump, yes, then you're like on the ground for at least like part of a second. Like this. And now you take time to just stand up again. You can't move in between, and that is the issue, in my opinion, making it pretty vulnerable. Wow. That was dark on dark. I loved it back in the day. It's pretty cool. I mean, the jump is pretty cool, right? But I kind of remember taking more damage when I used it instead of just doing normal bullet time and just walk sidewards, because you can just keep walking sidewards. And if you're just jumping, you will fall on the ground and you need to recover from it. That is not that good in some situations. Where are the guys? Oh, I remember. You'll only trigger it when you walk into the middle, and then it just goes on. He's starting to throw Molotovs. And people will engage you, jump off those sides, and then you can finally engage them. I think 2 is also kind of better, even. Ouch. Oh, we're still good yet. We're still fine. It's okay. Maybe not that long anymore if we don't hit this guy. Yeah. Like that. I fucking just... The problem is that you can't, like, you can see him, but it's not very well lightened there. If you played Mafia, you mean the old one or the new one? Like, actually both, but... The remake was pretty good. Oh, I just triggered this guy by accident. Original, yeah, I play. It's a long time ago, to be honest. I haven't played it lately, but I did play the remake some months ago. It was pretty fine, like pretty good, even kind of better. I of course I mean, wow, what the fuck? He did some pretty good shots there.
Like the classic Mafia 1 is kind of harder, even than the classic difficulty on the remake, so. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! He's doing some stuff now. The thing is, if you get too close to the guy with the shotgun, that was a pretty terrible choice of weapon. Actually didn't want to switch. Like I thought of it like playing the remake on classic difficulty would bring like the original feeling, but it didn't. Like at least not on like gameplay wise, you know. Like seeing it story wise, judging the atmosphere in the game and all that stuff, the remake was pretty damn good. It was even like more intense at some point than the original was, because like the character backstories, they just got some extra care for the remake, so it got even deeper. But gameplay wise, it was not as hard as classic. Okay. Wir sind immer noch nicht über den Berg, das ist das Problem. Ich glaube, wir verwenden jetzt Safe. Damit wir... That's pretty hard. I mean, there are not so much enemies left, but as soon as you like get rid of some of them, you still have some left, and then he starts to throw Molotovs again, which you need to evade, but since you're shooting, it makes you slower. Okay. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Well, that guy's crazy, I guess. Just a little. English sound and German comic. Yeah, it's the game doesn't officially support German. It's modification. I think there's even a voice acting modification, but it chose to not do that, since I don't believe that
that it will be that good. Right, okay. We're lacking ammunition for the Ingrams. Maybe we could do something with fire. Maybe not. Oh. I think I was... Yeah. I was out of bullet time. I just missed it. Dude, can I please just not get shot at the very beginning? That would be kind of great. I think we will go faster with Molotovs. Should help. I don't know if we can like just fire up that guy. Probably not, because he's a boss. Ah, damn, son. Dude. If that's some amateurs, could be even interesting. Maybe, I don't know. I just didn't try it out. On Max Payne 2, there is a German localization though, and there's even German voice acting integrated, which is kind of not like. Not every game has it. I mean, just look at, I don't know, Grand Theft Auto for example. I guess they will never have German voice lines or like any other voice lines except English. I need to get painkillers. We have some now, but if he's hitting us too fast now, it won't help. Ah, now we got him. Just saving the Ingrams. I wanted to make real sure he'd stay for this that guy. way. He was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Teil 2, ein kalter Tag in der Hölle. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact. I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Okay. Das war also Teil 1 auf jeden Fall mal. Mit Teil 2 machen wir. Solange das weiter ist, ist mir schon spät. Ja, man soll doch keinen Drink von Fremden annehmen.
Und damit das Ende. Passt doch für eure Drinks auf.